Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wünsche erstmal all meinen Zuschauern, die das tamilische Neujahrsfest feiern, ein frohes tamilisches neues Jahr. Ich wollte heute sowieso über das Neujahr reden, warum wir das eigentlich doppelt feiern. Wir feiern ja einmal am 1. Januar mit der ganzen Welt das neue Jahr und einmal in Mitte April. Und ich habe mich auch früher immer gefragt, warum feiern wir eigentlich doppelt das Neujahr? Aber das hängt alles mit dem tamilischen Kalender zusammen. Der tamilische Kalender ist ein Sonnenkalender und nach diesem tamilischen Sonnenkalender beginnt bei uns das Neujahr, also beziehungsweise in Sri Lanka zum Beispiel, beginnt das Neujahr mit dem Eintritt der Sonne in das tamilische Tierkreiszeichen Mesham, was im Deutschen Widder ist. Und da das im tamilischen Monat Chittirai, im deutschen April genannt, der Fall ist, feiern wir das Neujahr am 14. April. Es kann vom Tag her ein bisschen variieren. Manchmal fällt es auf den 13. oder auch auf den 15., aber hauptsächlich Mitte April. Jetzt fragt ihr euch sicher, was hat das jetzt alles mit den Tierkreiszeichen zu tun? Wir wissen ja, dass die Erde die Sonne umkreist, so wie die anderen Planeten auch. Und diese Ebene, wo die Erde und die anderen Planeten die Sonne umkreisen, beziehungsweise die Ebene, wo sie quasi alle liegen, wird Ekliptik genannt. Und in dieser Ebene liegen 12 Sternenbilder auf ihrem scheinbaren Weg, den die Sonne in einem siderischen Jahr zurücklegt, wandert die Sonne durch diese 12 Sternenbilder, welche zu jeweils 30 Grad eingeteilt sind. Als siderisches Jahr oder auch als Sternenjahr wird quasi der Zeitraum bezeichnet, den die Erde braucht, einmal die Sonne komplett zu umkreisen. Und die Erde umkreist die Sonne nicht kreisförmig, sondern es verläuft ja eher elliptisch. Obwohl die Sonne nicht die Erde umkreist, sieht es aus unserer Perspektive so aus, als würde die Sonne quasi mitwandern. Und ich habe dir gesagt, dass die Sonne auf ihrem scheinbaren Weg durch diese 12 Sternenbilder oder Tierkreiszeichen eben wandert. Und weil eben dieser Weg elliptisch verläuft, ist die Verweildauer der Sonne in den Tierkreiszeichen immer unterschiedlich. Das heißt, es liegt immer so zwischen 29 und 31 bzw. 32 Tagen. Und immer wenn die Sonne in ein neues Tierkreiszeichen eintritt, beginnt eben ein neuer Monat. Das heißt, wenn die Sonne zum Beispiel von dem deutschen Tierkreiszeichen oder von dem westlichen Tierkreiszeichen wieder in das Tierkreiszeichen Fische eintritt, dann beginnt wieder ein neuer Monat. Und wenn dieser Eintritt noch vor dem Sonnenuntergang passiert, dann beginnt der neue Monat noch am selben Tag. Wenn aber der Eintritt nach dem Sonnenuntergang liegt, beziehungsweise in der Nacht stattfindet, dann beginnt der neue Monat erst am nächsten Tag. Und so ergibt sich dann eben die unterschiedlichen Anzahl an Tage in den jeweiligen Monaten. Wenn die Erde einmal die Sonne umkreist, ergibt es ja quasi 360 Grad. Und wenn man sich das so vorstellt, also wenn man sich quasi so einen Kreis vorstellt, was ja eben 360 Grad ergibt, und wenn diese 12 Tierkreiszeichen in diesem Kreis so jeweils 30 Grad eingeteilt sind, dann liegt quasi das Tierkreiszeichen Mesham nach dem tamilischen Sonnenkalender auf der X-Achse, also auf der waagrechten Ebene. Im tamilischen Sonnenkalender ist das tamilische Tierkreiszeichen Mesham als erstes Tierkreiszeichen somit festgelegt, denn die Sonne wandert quasi gegen den Uhrzeigersinn durch diese 12 Sternenbilder oder Tierkreiszeichen. Und wenn man das dann quasi in so einem Kreis betrachtet, liegt dann quasi das tamilische Tierkreiszeichen ja hier so genau auf der waagrechten Ebene und dann beginnt die Wanderung quasi so in die Richtung eben. Ich habe euch ja erklärt, immer wenn die Sonne in ein neues Tierkreiszeichen eintritt, dann beginnt ein neuer Monat. Und die Monate sind nach dem Nakshatras, beziehungsweise werden sie auch Mondhäuser genannt, benannt. Es gibt auch die Geschichte, sage ich jetzt mal, dass es sich bei diesen
Nakshatras um die 27 Töchter von einer Gottheit namens Daksha handelt, der quasi alle seine Töchter mit dem Mondgott Chandra verheiratet hat. Im tamilischen Kalender, wie erwähnt, ist der Monat Chitre der erste Monat, der quasi das Jahr eröffnet und auch den Frühlingsbeginn festlegt. Die Tage, die wurden eben nach den Planeten benannt, weil die Planeten werden bei uns auch als Götter gesehen. Ja, das ist die Geschichte, warum wir eigentlich das tamilische Neujahr im April nochmal feiern. Und ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass es für euch auch verständlich ist. Ja, und so richtet sich nicht nur das Neujahrsfest nach dem tamilischen Sonnenkalender, sondern eigentlich die meisten Tamil. Und so wurde auch das Jahr, die Monate, die Tage, die Wochen von unseren Vorfahren quasi berechnet. Ich hoffe, ich habe euch das etwas verständlich erklären können. Und falls ich irgendwie was verdreht habe oder irgendwas falsch gesagt habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich versuche das zu beantworten, wenn ich selber darauf Antworten habe. Ja, dann wünsche ich euch noch ein frohes Fest mit eurer Familie, mit euren Freunden und allgemein. Und bleibt gesund und ich freue mich bis zum nächsten Mal mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Neujahrsfest. Tschüss!